Heute habe ich mal Sommerdüfte unter 50 Euro für euch. Ja, ihr wollt nicht viel Geld ausgeben. Die Sommerdüfte funktionieren auf jeden Fall. Und wir gehen rein. Mein Name ist Dennis, aka Fragrance, noch aus Hamburg. So, und der erste ist der Azul von Wayhan. Yes, der schöne weiße Flakon mit den blauen, ja, oder beziehungsweise eine OVP, oder einer Flakon, OVP, whatever. Und darunter der schöne blaue Flakon. Schaut richtig nice aus. Und der Azul ist ein sehr zitrischer, bergamottenlastiger Duft. Denn mehr müsst ihr eigentlich gar nicht wissen, weil das ist der Hauptpunkt, ja. Sehr zitrisch, mehr die Zitrone, würde ich fast sagen, aber die Bergamotte schön spritzig im Hintergrund und dann ändert sich so ein bisschen ins Cremige. Und das war's. Sehr schön. Ja, hat früher, also wenn ihr den zum Beispiel, könnte ich das erwähnen, den Dior Homme Cologne. Wenn ihr den vermisst, dann testet den mal. Mehr sage ich nicht dazu. Sehr schön, sommerlich, frisch, cremig, ja, und einfach, als wenn ihr an einer Strandbar bei 35 Grad sitzt. Dann dieser Duft. Sehr schön. Und auch eine Frau kann diesen Duft tragen mit weißem Kleid, whatever. Wollen wir weiter reingehen? Nee, ne? Das reicht vollkommen. Sehr schönes Ding. So, jetzt kommen wir zu einem Duft. Ja, den habe ich die letzte Zeit öfters vorgestellt, weil Davidoff Horizon einfach gezeigt werden muss. Ja. Der ist, wie gesagt, unterm Radar. Aber wenn ihr schon ein bisschen Ingwer-Note haben wollt, dann was sehr schön Holziges, Erfrischendes. So riecht irgendwie kein anderer Duft. Und ich habe sehr viele Düfte, wie ihr wisst. Und ja, das kann man machen, ne? Ja. Fakt ist, sehr schön. Und kostet nicht viel. Ich weiß gar nicht, ob der eingestellt ist, aber ihr bekommt ihn noch locker im Internet und zur Not auch auf Parfumo meinetwegen. Aber im Internet findet ihr ihn für 19 Euro. Das sind 125 ml. Und ihr habt einen richtig schönen Gentleman-Sommerduft, der richtig holzig ist, erfrischend ist und ja, aber nicht diese Attitüde hat wie die üblichen Sommerdüfte. Das hat er nicht. Und das finde ich so richtig, ist richtig männlich Gentleman-like. Ja, ich weiß auch nicht, warum, ich wiederhole mich, warum der nicht wirklich, sag ich mal, also der muss sich vor Davidoff, Cool Water und wie sie da heißen, überhaupt nicht verstecken. Schönes Teil, Horizon, ja. So, der nächste ist ein zitrischer Duft mit einer Teenote, ja. Jetzt denkt ihr bestimmt, ja, aber das kann ja nicht sein vom Preis. Nein, aber der Marva schafft dieses mit der Teenote und der Zitrik, vielleicht ein bisschen minzig auch da rein zu kommen. Richtig gut mit einem Sprühnebel, einen guten Sprüher. Und dann eben dieser typischen DNA, ja, die in den letzten 3 Jahren, wie soll ich sagen, bombastisch, sag ich mal, ankommt. Eine Marke ist damit angefangen und dann kamen viele Nachbauten. Das ist einer der besten Alternativen zu den Imaginationen, ne? Aber ein, wie soll ich sagen, etwas stärkeren Twist noch. Bisschen, natürlich nicht ganz so, abgerundet, aber schon perfekt. Ja, aber wenn ihr Tee, es ging eigentlich nur darum, wenn ihr Tee mögt und was Zitrisches, dann ist das euer Duft. Beziehungsweise, was heißt Zitrisches? Also schwarzer Tee mit Zitrone. Ja, das könnte man so betiteln. Das ist schon wirklich juckt die Nase hier heute, Alter. Ja, Marva, solltet ihr testen. So, jetzt kommt zu einem Duft, den habe ich genommen. Der ist zwar mit Zimt und würzig und hat jetzt nicht unbedingt was mit Frische zu tun, aber er kostet nicht viel und ist eben aber auch nicht stark, aber trotzdem da, der eckt nicht an, der kommt richtig gut an und das ist so und so. Der ist noch, finde ich, wohl in einer ähnlichen Richtung, dass man sagt, den kennt ja fast keiner hier, ne? Also irgendwie interessiert das keinen. Und so ist es auch bei CK1 Shock. Der ist vielleicht noch ein bisschen bekannter, ne? Aber das Ding ist, beim CK1 Shock, der hat schon einen CK1, vielleicht minimale frischen Hintergrund, aber der Rest ist eben würzig und richtig gut gemacht. Und das ist kein schwerer Duft, ne? Der ist zwar würzig und zimtlastig, vielleicht weihnachtlich, keine Ahnung, aber trotzdem frisch und passt in die Sommerzeit. Und deswegen solltet ihr den mal testen. Kostet nicht viel. Ich glaube, den bekommt ihr sogar manchmal für 15 Euro, habe ich das schon gesehen, mit 200 ml Flasche. Also ja, solltet ihr unbedingt ausprobieren. Das ist Underweighted von Calvin Klein.
CK1 Shock. Sieht auch geil aus. Mit einer der besten CK1. Muss ich wirklich so gestehen. So, der nächste. Da muss ich eine Vorgeschichte. Den gibt es wahrscheinlich jetzt in einem neuen Flakon. Und ich glaube auch der Name hat sich geändert. Ich weiß es nicht wie. Ich zeige jetzt den von Maison Alhambra oder whatever. Der Porto Neroli. Ja. Ja, ihr seht schon, den Flakon so gibt es nicht mehr. Ne? Warum wohl nicht, ist ganz klar. Und ja, und wie soll ich sagen, der Geruch ist ja ein Neroli-Duft. Wenn ihr 4711 Königswasser nur in cremig haben wollt, mit ein bisschen besserer Haltbarkeit natürlich, oder, ja, ihr kennt ja, ne, von wem der so abstammt. Wenn ihr das gut findet, dann holt euch den. Ich hoffe, dass der genauso noch jetzt ist. Schreibt mal in die Kommentare, wie der jetzt heißt, oder ob gibt's den überhaupt noch, oder gibt's die Flasche, die haben sie ja geändert, weil es ist ja klar, man soll nicht so ausschauen wie Tom Ford. Ist ja auch ganz logisch, dann gibt's noch ein bisschen Ärger, weil wenn man das schon so, mein Gott, wenn man das schon so dreist im Endeffekt macht, ne, obwohl, ich muss da sagen, das ist nicht aufgeklebt und das auch nicht. Ich sag da jetzt mal nichts zu, außer das hier. Ne, das lassen wir mal da stehen, aber sonst schöner Neroli-Duft. Wer das kennt und so weiter, vielleicht fehlt so minimal die Spritzigkeit, aber im Endeffekt, wenn ich den im Kopf habe, nee, eigentlich schon wirklich gut. Ja, könnt ihr mal, aber den gibt's, glaube ich, wie gesagt, wenn ich das noch im Kopf habe, gibt's den jetzt mit einem anderen Namen, glaube ich, und eine andere, ja, Flasche, aber der Inhalt wird wahrscheinlich derselbe sein. Ja, so, und dann kommen wir zu Dylan Blue von Versace. Ja, Dylan Blue von Versace ist ganz klar, der beinhaltet, ich wiederhole mich, da muss man auch nicht viel zu sagen, ist ein Duft, der immer ankommt, der bei Teenager, bei Eltern ankommt und so weiter, also von 15 bis 80, so nach dem Motto. Und ja, Bleu de Chanel, ach, da ist alles drin, Bleu de Chanel, Dior Sauvage und sowas, das alles in einen Duft vereint, macht er gut, funktioniert, best, frisch, blau, hinten ein bisschen Holz. Da hat er, wie gesagt, alles. Und ja, Dylan Blue funktioniert immer und überall. So, der nächste ist auch wieder, sehe ich jetzt gerade, das sehe ich jetzt erst. Geil, ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Da könnt ihr mal sehen, wie ich so drin bin. Jetzt kommen jetzt noch zwei, den ich in der Hand habe und noch einer und alles ist Versace. Okay, kann man machen, aber passt eben. Und zwar, ne, die Blue Jeans, eine schöne, frische, mit einer authentischen, geilen Cremigkeit, ist das die Orangenblüte, glaube ich, und eine DNA, die ihr so nirgendwo mehr habt. Das ist der Blue Jeans von Versace auch, ja. Und den solltet ihr unbedingt mal testen. Es gibt natürlich viel, ich habe den Einzelvideo gewidmet, weil das haben muss, den gibt es schon sehr lange. Da haben viele untergeschrieben, nee, den kann ich gar nicht ab, viele feiern den. Das ist wirklich so ein Durcheinander. Wer den noch nicht kennt, bitte testet den mal. Den gab es früher in den 90ern und er hat sich auch nicht so viel verändert, eigentlich gar nicht. Ich finde ihn sehr, sehr nice und wenn ihr ein Kind der 90er, 80er seid, dann solltet ihr den so und so mal vielleicht, wenn ihr den immer noch nicht getestet habt oder vermisst habt oder das erste Mal hier seht, oh ja, Mensch, den hatte ich doch früher, dann holt euch den. So, und der nächste Jahr wieder Versace und welcher soll kommen? Natürlich Eau Fraiche. Ja, Eau Fraiche, ein Duft, der auch mit einer Zitrusnote kommt und einer sehr, sehr geilen kühlen Frische. Wirklich vielleicht sogar von den Versace-Dingern natürlich der beste, wenn es richtig warm ist. Und ja, sehr zitrisch, bisschen säuerlich auch, dazu ein bisschen süßlich. Passt perfekt, holzig, kommt nachher so ein bisschen in den Abgang. Schönes da. Ich finde auch immer irgendwie den Flakon, der hat was. Es gibt noch einen, gleich mal vorweg, ein Eau de Parfum, glaube ich, habe ich auch. Aber ganz ehrlich, der hat nicht mehr viel mit diesem Duft zu tun. Und das lasst immer so stehen. Holt euch den hier, der ist perfekt. Und im Endeffekt, ja, sorry dafür, jetzt habe ich dreimal Versace hintereinander, jetzt habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Aber es ist auch nicht so wichtig, weil man bekommt sie unter 50 Euro und sie sind gut. Hier habt ihr eine Cremigkeit mit einer DNA, uniken DNA, finde ich, einzigartig, kriegt man so nicht. Hier habt ihr alles, wenn ihr ja alles bedienen wollt, im Endeffekt. Und hier habt ihr schöne, sehr kühle, frische, mit einer leichten Süße im Hintergrund und so weiter. Also Versace macht das gut. Und den Rest, ja, wisst ihr. Wie gesagt, dann auch den Davidoff Horizon unbedingt mal testen. Und
Das ist schon wirklich auch sehr, sehr nice. Alle, wie gesagt, könnt ihr euch aussuchen. Auch der CK One Shock ist richtig top. Also schreibt mal in die Kommentare, welche Düfte ihr davon habt oder welche ihr immer noch nicht kennt. Und dann würde ich sagen, gehen Grüße raus. Vergesst nicht, mich zu abonnieren und Daumen nach oben zu drücken. Und dann bin ich raus und bis zum nächsten Mal.